Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in diesem Video gucken wir uns das Haushaltsbuch näher an. Dabei schauen wir zu Beginn auf die Kennzahl Cashflow, also wie sie berechnet wird und warum die Nutzung dieser Kennzahl auch für die privaten Haushalte wichtig ist. Im Anschluss daran gucken wir uns an, warum wir überhaupt Einnahmen und Ausgaben in einem Haushaltsbuch erfassen sollten. Im letzten Teil des Videos beschäftigen wir uns dann noch mit den Standardausgaben der deutschen Haushalte, das sogenannte Wägungsschema. Dieses Video wird euch also ganz konkret beim Organisieren und Strukturieren der regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben helfen. Und jetzt viel Spaß beim Video! Der Begriff Cashflow wird überwiegend im unternehmerischen Kontext verwendet und stellt dort eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl dar. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Cashflow Geldfluss und ergibt sich aus der Differenz zwischen liquiditätswirksamen Aufwendungen und Erträgen. Vereinfacht ausgedrückt und in eine Formel überführt bedeutet das Cashflow gleich Einnahmen minus Ausgaben. Mit ihr wird deutlich, ob die laufenden Kosten durch die Einnahmen gedeckt sind, also ob ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb möglich ist. Da die Kennzahl so einfach und so wichtig ist, macht es absolut Sinn, diese auch für die private Haushaltsführung zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist die ganzheitliche Erfassung der Einnahmen und Ausgaben. Verlassen wir dafür an dieser Stelle die Unternehmensperspektive und betrachten uns die privaten Haushalte. Die dabei wohl wichtigsten Einnahmen sind in der Regel das Gehalt. Gegebenenfalls kommen da je nach Familiensituation Kindergeld, Kapitalerträge oder Mieteinnahmen hinzu. Alles in allem noch recht übersichtlich. Werfen wir hingegen einen Blick auf die Ausgabenseite, finden sich schon wesentlich mehr Positionen. An erster Stelle sind da wohl bei den meisten Haushalten die Miete oder Hypothek zu nennen. Hinzu kommen dann noch Kosten für Verkehr, Lebensmittel, Freizeit, Versicherung, Bekleidung, Restaurant, Gesundheit und vieles mehr. Da können wir schon mal schnell die Übersicht verlieren. Insbesondere, wenn dann auch noch Ausgaben, beispielsweise mit Kredit oder Girokarte bezahlt werden. Oder wenn Kosten vielleicht auch nicht regelmäßig anfallen, was zum Beispiel bei Versicherungsbeiträgen oder Steuerzahlungen der Fall sein kann. Helfen kann uns da ein Haushaltsbuch. Das Hauptziel eines Haushaltsbuches ist es, Transparenz über die eigenen Finanzen zu schaffen, indem die Einnahmen und Ausgaben erfasst, strukturiert und gegenübergestellt werden. Dadurch können frühzeitig Potenziale, aber auch Probleme im Hinblick auf den Cashflow erkannt und Gegenmaßnahmen abgeleitet werden. Gemäß dem Motto, was wir nicht messen können, können wir auch nicht verbessern. Als ein kleines Beispiel sei zu nennen, dass eine klare Einnahmensituation vielleicht eher dazu führt, sich mit dem Thema Gehaltserhöhung zu beschäftigen. Als Einhandlungsfeld könnte sich dabei ergeben, eine berufliche Weiterbildung zu planen, um die Lohnsteigerung zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite hilft das Haushaltsbuch aber auch dabei, Ausgaben besser zu planen, um dadurch negative Kontostände mit teuren Dispozinsen zu vermeiden. Hier könnte es zum Beispiel um die Frage gehen, ob und in welcher Höhe der Jahresurlaub ins Budget passt, beziehungsweise wann in diesem Zusammenhang die Flüge oder das Mietauto gebucht werden können. Im Hinblick auf die persönliche Finanzstrategie bildet das Haushaltsbuch das notwendige Fundament, auf dem alle weiteren Säulen entstehen. Die Frage nämlich, ob und wie das Sparen oder Investieren aussehen kann, hängt nun einmal entscheidend davon ab, ob oder wie viel Cash überhaupt zur Verfügung steht. Es gibt grundsätzlich 3 Cashflow-Zustände, die wir im Folgenden einmal betrachten wollen. Sind die Ausgaben höher als die Einnahmen, haben wir einen negativen Cashflow. Es liegt dann ein Defizit vor. Das muss unter allen Umständen verhindert werden, da wir uns sonst in eine Schuldenspirale hineinbewegen, aus der wir im schlimmsten Fall nur noch mit Hilfe einer Privatinsolvenz herauskommen. An diesem Punkt im Leben dreht sich dann alles nur noch ums liebe Geld und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Liegen die Einnahmen und Ausgaben auf gleicher Höhe, sind also pari, liegt ein neutraler Cashflow vor. Auch hier ist Vorsicht geboten und die Situation sollte ebenfalls vermieden werden. Denn unter diesen Umständen ist es de facto nicht möglich, für einen Notgroschen Geld anzusparen. Fallen dann ungeplante Kosten an, geraten wir schnell in ein Defizit. Ziel ist es folglich, die Einnahmen und Ausgaben so zu planen und zu gestalten, dass die Einnahmen stets höher als die Ausgaben sind. Nur dann liegt ein positiver Cashflow vor und es wird ein Überschuss erzielt. Und nur mit einem positiven Cashflow können wir dann ohne Schulden leben, für schlechte Zeiten vorsorgen und für die Zukunft Vermögen aufbauen
um ein zufriedeneres und entspannteres Leben führen zu können. Widmen wir uns nun dem Aufbau eines guten Haushaltsbuches. Ein gutes Haushaltsbuch sollte zuerst einmal eine klare Trennung zwischen Einnahmen und Ausgaben ermöglichen. Dabei sollte schnell erkennbar sein, wie sich die Cashflow-Situation darstellt. Zudem ist es hilfreich, die Ausgaben oder Kosten in fixe und variable Blöcke aufzuteilen. Das kann noch einmal deutlicher aufzeigen, welche Ausgaben wirklich wichtig sind. Es kann nicht schaden, sich bei der Definition der Kostenpositionen an gängige und eindeutige Kategorien zu orientieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, die individuelle Situation mit denen des Durchschnittshaushaltes zu vergleichen. Zur Orientierung kann hier unter anderem das Wägungsschema des Statistischen Bundesamtes dienen. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns im nachfolgenden letzten Teil des Videos genauer an. Es kommt vor, dass nicht alle Ausgaben in eine spezielle Kategorie passen. Dafür wird dann oftmals der Posten Sonstiges erstellt. Es ist darauf zu achten, dass die Höhe solcher Kategorien oder auch schwarzen Löcher nicht mehr als 5% der Gesamtkosten entsprechen. Auch hier gilt nämlich wieder der Grundsatz, was wir nicht messen können, können wir auch nicht verbessern. Wenn wir über die Macht der Transparenz sprechen, meinen wir die Macht der Bilder. Demnach sollte ein gutes Haushaltsbuch die elementaren Entwicklungen und Kennzahlen auch grafisch darstellen können. Die Fortgeschrittenen unter euch definieren am besten auf Basis aktueller Ausgaben auch noch Jahresbudgets. Der Mehrwert einer solchen Übung besteht darin, das heutige Ausgabeverhalten für die Zukunft zu hinterfragen und mit anderen Vorhaben und Zielen in Einklang zu bringen. So kann es durchaus sein, dass es als sinnvoll erachtet wird, Konsumausgaben zu reduzieren, um eine Weiterbildung oder auch eine Traumreise zu realisieren. Am Ende des Tages gibt es viele Möglichkeiten, ein Haushaltsbuch zu nutzen. Ob über eine App, ein physisches Buch oder auch eine Excel. Hier gibt es kein richtig oder falsch, denn im ersten Schritt ist entscheidend, dass ihr euch damit wohlfühlt und regelmäßig damit arbeitet. Für alle, die sich eine Excel-Datei vorstellen können, findet ihr auf unserer Homepage eine kostenlose Version zum Download. Ein kleiner Tipp am Rande. Es macht Sinn, die Befüllung des Haushaltsbuches als ein festes Ritual zu gestalten. Nehmt euch beispielsweise einmal pro Monat eine halbe Stunde, setzt euch entspannt mit einem Kaffee oder Tee an den Rechner und füllt den aktuellen Monat aus. Ihr werdet sehen, irgendwann geht es in eine Routine über. Betrachten wir nun im letzten Teil des Videos, was das bereits erwähnte Wägungsschema ist und wie es ermittelt wird. Dem Wägungsschema zugrunde liegt ein Warenkorb, der ungefähr 600 Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Lebens umfasst und vom Statistischen Bundesamt definiert wird. Über die im Warenkorb befindlichen Produkte werden so insgesamt über 300.000 Einzelpreise ermittelt und ausgewertet. Dabei wird der Inhalt des Warenkorbes regelmäßig angepasst, um auch den aktuellen Trends und Konsumänderungen Rechnung zu tragen. Auf Basis des Warenkorbs werden dann rund 60.000 definierte Haushalte nach ihrem Ausgabeverhalten befragt. Als Ergebnis steht dann ein Kuchendiagramm mit einer prozentualen Verteilung der entsprechenden Ausgaben, dem sogenannten Wägungsschema. So geben nach aktuellem Stand die Deutschen mit 32% mit Abstand am meisten für Wohnung, Wasser und Energie aus, gefolgt vom Verkehr mit ungefähr 13% und Freizeit und Kultur mit 11%. Ihr könnt ja mal prüfen, ob ihr mit euren Ausgaben auch dem Bundesdurchschnitt entsprecht. Fassen wir die Ergebnisse des heutigen Videos noch einmal kurz zusammen. Wir haben uns zu Beginn dem Begriff Cashflow genähert, der sich als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergibt. Wir haben in diesem Zusammenhang beschrieben, diese wichtige Kennzahl auch für die private Haushaltsführung zu verwenden. Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann dem Haushaltsbuch gewidmet, mit dessen Hilfe die Einnahmen und Ausgaben erfasst, strukturiert und gegenübergestellt werden können. Wir haben in diesem Zusammenhang auch beschrieben, welche Anforderungen ein gutes Haushaltsbuch erfüllen sollte. Abschließend haben wir uns das Wägungsschema betrachtet, in dem mit Hilfe von 300.000 Einzelpreisen und einer umfassenden Befragung die durchschnittlichen Ausgaben der deutschen Haushalte erfasst und ausgewertet werden. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.